Manchmal frage ich, warum dass ich mir das antue. Kommen zurück bei Time Out Racing. Wir sind am Ende. Ich hoffe, dem geht der Diesel nicht aus. Es wird wohl nicht reichen. Darf ich auch nicht aufgeben. Hallo, ich bin der Sven. Ich bin die Dakar selber noch nie gefahren, doch begleite ich Menschen seit 4 Jahren an die Dakar Rallye, wo sie genau ihren Traum leben wollen. Zurück von der Chrono Stage, heftige 2 Tage. Ein richtig harter Tag. Nach dem Motto, auf die Dauer hilft nur Power, sind wir halt einfach aufs Gas und einfach durch. Ich bin Justin, versuche mein Glück darin, die Dakar zu finishen. Und ich war seit der Chrono Stage so kurz davor, es nicht zu schaffen. Nur ein Essen die Nacht beim Fahren. I am in survivor mode, so tired, very low on energy, so I'm focusing only on getting to the finish of the stage. Zwei Plätze vor mir ist der Brad gestartet und dann hat es einen kompletten Riss, muss ich sagen, wo ich das gesehen habe. Also, ab heute hat jeder wirklich Schiss gehabt vor dieser langen Verbindungsetappe, weil wir so früh losgefahren sind. Es sind noch 2 Tage zu fahren. Und manchmal fühlt es sich an, als würde ich die Dakar genauso mitfahren. Einfach im Hintergrund. Du bist ständig zwischen Verantwortung, Stress, Schlafmangel und dem eigenen Anspruch, niemand im Stich zu lassen. Es ist ein seltsames Gefühl. Du tragst die Last für ein Abenteuer, welches gar nicht dein eigenes Abenteuer ist. Na, es war ganz schön anstrengend, ja. Also immer wenn ich denke, das war irgendwie ein krasser Tag, dann setzt David Cassiera noch einen drauf, ich weiß es nicht. Ihr euch. Aufgeregt, jetzt geht's endlich los. Grüß dich, Jörg. Hi. Wie geht's? Und doch gibt es uns die Kraft, gemeinsam mit vereinten Kräften unsere Kunden zu unterstützen. Ist es einfach die Energie, die Magie der Dakar Rallye? Oder sind es die Nächte, wo wir durchschrauben, zusammen eine Lösung finden, weil irgendjemand auf uns zählt? Ich habe Fahrzeuge repariert, Ersatzteile beschafft, Leute beruhigt, Entscheidungen getroffen, sehr oft mit Händen, die gar keine Kraft mehr hatten. Aufgeben gibt es nicht. Und trotzdem machst du weiter. Nicht wegen Ruhm, nicht wegen Klicks, sondern weil es sich gut anfühlt. Für uns die größte Herausforderung der Dakar 2026, ganz klar, 5 Teams, die auf uns zählen. An jedem Tag, zu jeder Zeit, bei Sandsturm, bei Minustemperaturen. Und genau deshalb bin ich dankbar, dass Julia mich dieses Jahr unterstützt. Sie filmt mich, sie schneidet für mich, sie nimmt mir die Angst, eine Szene zu verpassen, wenn ich gerade mal in einem Gespräch bin. Sie sieht die Momente, die ich verpasse. Sie zeigt mich und das Team, wie wir sind. Bei der Arbeit verschwitzt, staubig, müde, einfach echt und nahbar. Wir sind ein unglaublich starkes Team. Ich würde nicht sagen, dass ich die Dakar gesucht habe, sondern dass es eher umgekehrt war. Immer wieder nach hinten. Wer wisst, nicht du, das Auto drin. Ich fahre nicht. Ah. Kommt so ein Akkufarbe.
Ich bin die Julia und als ich Ende letztes Jahr die Videos von Sven zum ersten Mal gesehen habe, da wusste ich, diese Art, die Dakar zu erzählen, die ist echt. Die ist ruhig, klar, menschlich, packend und ich wollte unbedingt ein Teil davon sein. Anfang des Jahres, neuer Start in einen neuen Job. Im Oktober bin ich 30 geworden und jetzt zum Ende des Jahres noch ein Umbruch. Nochmal auf Anfang, zurück in eine eigene Wohnung, in die echte Version von mir selber. In dem ganzen Umbrechen, Aufbrechen, neu sortieren, wusste ich eines ganz, ganz klar. Und zwar, dass ich wieder raus muss. Und zwar mitten ins Leben rein, in die echten Momente. Ich liebe es auch, unterwegs zu sein. Dieses sich spüren, diese Mischung aus Angst, aber auch Freude und Freiheit, wenn man auf neue Menschen, auf neue Umgebungen, auf neue Orte trifft. Und in meinen Augen ist die Dakar genau das. Eigentlich kann man fast sagen, dass es das größte Camp der Welt ist. Ein rollender Wahnsinn aus Menschen, Maschinen und Emotionen, der Tag für Tag durch die Wüste ein Stückchen weiterzieht und einfach crazy people unterstützt. Und was ich auch gemerkt habe beim Schauen der Videos, was es für eine immense Leistung ist, dieses Filmen und Schneiden. Ich weiß, wie viel Zeit da reinfließt, das noch neben dem ganzen Treiben bei der Dakar zu handeln. Also das hat mich auch so wahnsinnig fasziniert. Und deswegen möchte ich ihn unterstützen, dass er genau das tun kann, was er am besten kann, eben da sein, helfen, führen und arbeiten. Dieses Riesen-Event für seine Kunden zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Ich möchte einfach zeigen, was ich sehe, wenn ich die Kamera auf ihn richte. Seine Ruhe, seine Klarheit und seine Art und Weise, die Rallye zu verstehen. Für mich ist dieses Projekt ein riesiges Abenteuer, das aber einfach nur Sinn ergibt, weil es mich herausfordert, weil es mich weiterbringt und weil es mich genau an den Ort führt, an dem das Leben extrem echt ist. Einfach ungeschönt und intensiv, einfach packend. Das fasziniert mich, solche Orte, in denen man diese Energie, diese Emotionen, diese Gefühle spürt, aufsaugt und am liebsten nie wieder loslassen möchte. Ich würde nicht sagen, dass ich die Dakar gesucht habe, dieses Event oder diese Herausforderung, sondern dass es eher umgekehrt war. Ich bin durch Zufall auf die Videoreihe gestoßen und es war wie ein Magnetismus, der mich einfach Stück für Stück von Episode zu Episode immer mehr zu dem Punkt gebracht hat, als ich dann wirklich entschieden habe, hey, ich muss da dabei sein, ich muss das einfach live vor Ort und in Farbe miterleben und ich möchte das mitgestalten und auch mit zu etwas so Besonderem machen, wie es die letzten Jahre schon war. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Also, Dakar 26. Willkommen. Ich bin die Julia. Ich bin der Sven. Wir sehen uns. Danke, ciao.